So, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Pomade-Basiswissen-Video mit mir, dem Flo. Heute geht es mal darum, was ist eigentlich mit Pomade im Vergleich zum Haargel? Was sind da die Unterschiede, Vorteile, Nachteile? Und da möchte ich einmal ganz kurz noch vorab erwähnen, dass es doch super wäre, wenn ihr ein Like da lasst, wenn euch das Video dann gefallen hat, wenn ihr einen Kommentar da lasst und wenn ihr auch noch ein Abo da lasst am allerbesten. So, legen wir los. Ich denke mal, dass die meisten unter euch auf jeden Fall schon mal ein Haargel ausprobiert haben. Klar, ein Haargel hat viele Vorteile. Ich habe selber lange Haargel benutzt. Es ist einfach morgens so, dass man es schnell aus der Tube raus hat und in die Haare reingemacht hat und die Frisur relativ schnell stylen kann. Man kriegt ein Haargel so gut wie an jeder Ecke, ja, also in jedem Supermarkt, in jeder Drogerie. Es ist in der Regel sehr billig. Und das Schöne ist natürlich auch, dass man es einfach abends unter der Dusche ganz leicht wieder auswaschen kann. Ich habe Haargel verwendet, benutze inzwischen aber null Haargel mehr, nur noch Pomade, und das hat natürlich ein paar Gründe. Nämlich, ich habe mit Haargel gemerkt, dass, wenn ich es mir in die Haare gemacht habe, kennt ihr ja, dann wird das Haargel ja richtig hart und fest und trocknet aus. Das heißt, ich habe dann ziemlich schnell so eine Betonfrisur auf dem Kopf gehabt. Das hat mir nicht so gut gefallen, weil wenn ich da dann nochmal irgendwie was nachjustiert habe oder so, oder im Extremfall sogar mit dem Kamm durchgegangen bin, hat es immer ziemlich hässlich ausgeschuppt, ja, diese trockenen Gelschuppen, die man da an den Haaren hatte. Dazu kam noch, dass ich eine sehr trockene Kopfhaut habe, also ich neige zur Schuppenbildung, und ich hatte damals auch ziemlich krass Schuppen, und ein Haargel begünstigt es eben auch dadurch, dass es eben so krass austrocknet. Ja, man macht sich das auf den Kopf, dann ist erstmal alles feucht vom Gel natürlich, und wenn es dann festgetrocknet ist, dann zieht es richtig die Feuchtigkeit, und dann ist halt gerade bei jemandem wie mir, der eine sehr trockene Kopfhaut hat, dann gleich mal extreme Schuppenbildung angesagt. Das war eine etwas unschöne Sache. Hinzu kam noch, wenn ich das Haargel ausgewaschen hatte abends und mir danach meine Haare angefasst habe, hat sich das so richtig strohig, ausgetrocknet, spröde angefühlt, also überhaupt nicht angenehm. Ich habe tatsächlich auch öfter mal einen Conditioner verwendet, weil ich dieses strohige Gefühl nicht mochte. Und all diese Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, genau das macht eine Pomade nicht, beziehungsweise macht eine Pomade besser. Vorab, ich rede jetzt erstmal nur über ölbasierte Pomaden, weil die nämlich die krassesten Gegensätze zu klassischem Haargel sind. Also geht es erstmal nur um die Pomaden, die auf Vaseline basieren und Wachse enthalten und Öle. Ich habe die irgendwann angefangen auszuprobieren, war sofort ziemlich fix verliebt in dieses Haarprodukt, weil diese ganzen Probleme mit, dass die Haare austrocknen, dass es die Kopfhaut austrocknet, dass die Haare sich danach tot anfühlen, gibt es mit einer klassischen Pomade nicht, weil eine klassische Pomade trocknet nicht aus. Das ist ja das Schöne an den klassischen Pomaden, die bleiben immer schön geschmeidig. Ich habe immer einen Kamm in der Tasche und kann immer wieder problemlos durchkämmen, ohne dass hier was schuppt, ohne dass hier irgendwas die Frisur zerstört wird oder so. Das ist ein Riesenvorteil, finde ich. Die Haare fühlen sich nach der Haarwäsche. Klar, es ist dann noch klassische Pomade drin, aber auch wenn ich die mal so richtig entfette, die Haare, also vor dem Friseurbesuch so komplett die klassische Pomade auswasche, fühlen sie sich nicht tot an, sondern auch so ein bisschen wie nach einem Conditioner. Kommt natürlich darauf an, was für Pomaden man verwendet hat, aber gerade bei den mit reichhaltigen Ölen fühlen sich die Haare richtig schön weich und geschmeidig an. Einfach, ja, gesund. Ich weiß, es ist totes Gewebe, die Haare, aber natürlich gibt es einen Unterschied zwischen brüchigen, spröden Haaren und geschmeidigen Haaren, die sich einfach gut anfühlen, wenn man mit der Hand reingeht. Ebenso habe ich meine Schuppenbildung in den Griff gekriegt. Ja, ich habe jetzt schon seit Jahren kein Anti-Schuppen-Shampoo mehr in der Verwendung, was eben auch sehr gut ist für meine Haare, für meine Kopfhaut. Die Pomade wirkt rückfettend, meine Kopfhaut wird ständig mit Feuchtigkeit versorgt und ich habe keine Schuppen mehr auf dem Kopf. Das Schöne ist, was hinzukommt, ich hatte mit Haargel öfter mal so morgens das Problem, ich habe mir das schnell reingemacht, hatte eh nicht viel Zeit in der Früh und habe dann meine Frisur versucht hinzukämmen, und wenn ich dann einen Bad Hair Day hatte, dann hat noch nicht alles gepasst und das Haargel war schon hart. Und dann stand ich dann echt da, bin mit dem Kamm nicht mehr durchgekommen und alles war scheiße, und ich musste mir dann komplett das Haargel nochmal auswaschen, habe dann eine Mütze aufgesetzt, oder wenn ich tatsächlich noch ein bisschen Zeit hatte, durfte ich von vorne anfangen. Das Geile bei einer Pomade, die ist immer nachstylbar, man kann sich richtig schön Zeit lassen morgens. Die Pomade, die zieht nicht zu schnell an. Man hat lange genug Zeit, sich die schöne Frisur so hinzubasteln, wie man sie haben möchte, und man kann dann auch den ganzen Tag immer bequem nachstylen. Noch dazu, was ganz klar hinzukam, ist, es war so eine Entwicklung, die habe ich durchgemacht und bestimmt auch viele Leute, die von Haargel auf Pomade umsteigen. Man kriegt so ein Gefühl dafür, man kann Haarstyling zelebrieren. Vorher war das immer nur so ein Ding nebenbei. Ja, ich gehe halt morgens schnell ins Bad, nach dem Zähneputzen klatsche ich mir irgendwas in die Haare, fertig, zack, ich habe irgendwie meine Gelfrisur und kann nach draußen gehen und meinen Tag anfangen. Heute ist es ganz anders. Ich habe so richtig Vorfreude schon
auf den morgendlichen Besuch in meinem Badezimmer, wo ich dann überlegen kann, welche Pomade benutze ich heute, weil es einfach Spaß macht, sich die Pomade einzuarbeiten. Es macht Spaß, was sie für einen schönen Effekt in die Haare bringt. Wenn man so ein Pomade-Fan ist, dann hat man natürlich auch mehr als eine Pomade zu Hause. Dann kann man immer so nach seinem Gusto, wie es heute ausschaut, entscheiden. Und das ist sehr, wie gesagt, so ein richtiges Bewusstsein dafür, dass man sich richtig Zeit nimmt, dass man einfach mal sagt, ich nehme mir die Zeit, ich möchte, dass meine Haare perfekt aussehen, ich möchte ein richtig gutes Produkt verwenden und dafür stehe ich vielleicht morgens auch eventuell ein bisschen früher auf, dass ich mehr Zeit im Bad habe, um es so richtig schön zu zelebrieren. Ist vielleicht so ähnlich wie mit dem Essen, ich könnte mir jetzt jeden Tag eine Tiefkühlpizza in den Ofen schieben, ich meine, das mache ich auch oft genug, aber ich mache natürlich nicht jeden Tag, weil ich möchte zwischendurch auch mal was richtig Schönes, Geiles für mich selber kochen und das dann gerne essen, also nehme ich mir auch ganz gerne die Zeit. Kommen wir zum nächsten Punkt, das sind nämlich die wasserbasierten Pomaden. Ihr wisst wahrscheinlich, dass die wasserbasierten Pomaden sich so optisch so gar nicht so krass vom Gel unterscheiden, weil es nämlich auch vom Feeling her sehr gelmäßig sind. Sie heißen ja auch Gelpomaden. Was da anders ist als beim Haargel ist, dass die in der Regel mindestens wenn nicht sogar mehrere pflegende Öle auch enthalten und das sorgt dann dafür, dass sie nicht so komplett austrocknen und die Haare nicht so komplett spröde machen. Klar, es gibt auch Produkte hier, die machen das besser, Produkte, die machen das wieder so ein bisschen weniger gut. Da gibt es ganz verschiedene Arten von wasserbasierten Pomaden, aber im Grunde sind sie alle besser als Haargel, finde ich, weil die Haare nicht ganz so trocken und spröde davon werden. Es ist trotzdem auswaschbar, ganz klar, kein Problem. Und was auch noch hinzukommt, ist, dass in der ganzen Welt von Pomade, diese ganzen vielen Produkte, gibt es natürlich auch sau viele wasserbasierte Produkte darunter. Und die riechen nicht alle nach diesem Standard-Drogeriegeruch, wie Haargel es zum Beispiel hat, sondern da gibt es alle möglichen Düfte von fruchtig, von vanillig, süßlich, auch herbe Produkte. Holzig haben wir jetzt hier zum Beispiel mit der Lucky Brown. Also da hat man richtig schöne Auswahl an Düften und die Düfte begleiten dann auch in der Regel den ganzen Tag über. Das wäre es jetzt mal so gewesen, so als grober Vergleich zwischen Haargel und Pomade. Falls ihr Haargel-Nutzer seid und damit zufrieden seid, klar, super. Dann, wenn es für euch super funktioniert, ist das echt klasse, weil ich freue mich natürlich am allermeisten, wenn ihr ein Produkt habt, mit dem ihr eure Haare schön stylen könnt. Aber vielleicht, ich kann es nur empfehlen, benutzt doch mal eine klassische Pomade. Wenn ihr ähnliche Probleme hattet oder habt, wie ich jetzt mit dem Haargel früher hatte, dann erst recht, kann ich euch nur empfehlen, benutzt mal eine klassische Pomade. Dann könnt ihr hinterher immer noch sagen, ja, das war nichts für mich, ich bleibe bei meinem Haargel. Oder ihr werdet von der Pomadeliebe infiziert, so wie ich und viele andere, und ihr benutzt danach nur noch klassische Pomade. Oder switcht zu einer wasserbasierten, was so ein gutes Zwischending ist. Wie gesagt, wenn euch das jetzt gefallen hat, was ich hier erzählt habe, dann nehmt doch gerne einen Daumen hoch. Hinterlasst einen Kommentar gerne mit euren Erfahrungen mit Haargel und Pomade. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, ist da unten der rote Knopf. Einfach mal draufdrücken und dann sehen wir uns in einem unserer nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.